Oh, he's low. One is here, and one is here. Yep. Good job, good job. Inside, nice one. Und damit herzlich willkommen bei Kuma Games. Ich zeige euch heute das Spiel Breachers auf der Pico 4. Das ist ein Tactical Shooter à la Rainbow Six Siege oder Counter-Strike, was ihr Standalone auf der Pico 4 spielen könnt. Und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon erahnen könnt. Es sieht verdammt gut aus für einen Pico 4 Standalone-Titel. Also hier die Glanzeffekte, der Regen, die Texturen und so weiter. Also es funktioniert richtig gut. Hier Glas ist zu sehen. Ja, krass. Wie immer habe ich schon mal Gameplay aufgenommen und es ist alles kaputt gegangen. Aber ihr kennt es ja schon. Aber ja, das Material kann ich dann ja vielleicht reinschneiden ins Video oder wie auch immer. So kann ich das Ganze ein bisschen anders angehen. Ich werde euch kein Tutorial zeigen, sondern ich werde einfach mal direkt losspielen und versuchen, euch die einzelnen Spielmechaniken on the fly zu präsentieren in 1-2 Runden. Und genau, ihr spielt abwechselnd im Team Deathmatch, die Breacher, sozusagen das SWAT-Team, gegen die Terroristen und dann umgekehrt. Und ihr habt dann auch verschiedene Fähigkeiten, Gadgets, die ihr nutzen könnt, jeweils auf der einen oder auf der anderen Seite. Und das wird euch alles hier im Offline-Training, könnt ihr einerseits mit Bots spielen oder auch ein sehr schön gemachtes Tutorial spielen. Zeige ich euch jetzt nicht, vielleicht... ich schneide euch da nichts rein dazu, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr schön gemachtes Tutorial, soll ungefähr eine halbe Stunde gehen. Hätte ich euch gern gezeigt, aber es wäre jetzt langweilig, das nochmal zu machen. Also gehe ich direkt mal in ein schnelles Spiel. Ich werde jetzt nicht so viel mit dem Team interagieren, aber man kann hier schön interagieren, auch wenn man das Mikrofon nicht nutzen will. Man kann Gesten machen, man kann Kopf schütteln oder sagen, wenn einer fragt, bist du bereit, kann man mit dem Kopf nicken. Ist natürlich viel Englisch unterwegs hier alles. Am meisten Spaß macht es wahrscheinlich mit einem festen Team. Ich bin mehr so ein Solo-Player, deswegen gehe ich einfach in ein schnelles Spiel und gucke, wo ich lande. Und ja, machen wir das mal. Ich spiele das Spiel mit dem B-Rifle Gunstock, weil das echt super funktioniert, hier schnell zu interagieren. Shoot the hideout? Shoot the factory. So, erstmal Mikrofon. Yo, what's up, boys? Like, actually, yeah, this one. Erstmal mein Mikrofon ausgemacht, damit ich weiter mit ihm quatschen kann. Ja, es sind natürlich viele Kinder am Start, die werden erstmal direkt gemutet. Bro, you wanna know what you're looking like, bro? So, tut mir leid, ist einfach so, ich muss Kinder muten. I'm sorry, aber... Bro. So, also, I don't know. Okay, das hat mich voll aus dem Konzept gebracht. So, wofür voten wir? Skyscraper, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Und, genau. Ihr habt hier eine Lobby, hier könnt ihr ein bisschen rumalbern, mit dem Team euch besprechen. Beziehungsweise nicht mit dem Team, ihr redet hier mit allen. Hier ist noch kein festes Team etabliert, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, ob das Zufall ist oder ob das Team bleibt. Aber guckt euch das mal an, wie gut es aussieht hier. Für einen Standalone-Titel, oder? Was haben wir hier? Gewichte? Ach so, Brusseln oder sowas. Ja, das kann ich ja schon mal zeigen. Die Wurfmechanik in dem Spiel funktioniert richtig gut. Und das Waffenhandling ist relativ casual. Das ist so das Einzige, was für mich enttäuschend ist. Ich mag schon manuelles Nachladen ganz gern. Hier wird einfach automatisch nachgeladen. So beginnt das Spiel. Wir sind jetzt die Terroristen, das sind die Gelben. Wir haben hier Zubehör, übrigens alles auf Deutsch. Und hier können wir verschiedene Sachen ausprobieren. Zum Beispiel den Doorblocker. Eine Waffe haben wir schon. Wir haben Geld. Ich kann hier meine Waffe, auch die ich jetzt schon habe, kann ich hier verschieden ausrüsten. Zum Beispiel ein Laservisier.
Genau, Doorblocker kann ich hier einsetzen, habe ich hier an meiner Seite. Den mache ich hier zum Beispiel dran. Zack. Yeah. Und hier sind unsere... Ups. I changed teams just to get here. Thank you. Okay. Es gibt eine Kaufphase, ihr seht, ich habe jetzt alles ausgerüstet, was Are ich you brauche. stoned? Are you stoned? Und genau, ihr habt hier Terroristen. Nicht Terroristen, ihr habt hier die... Mann, der geht mir richtig auf den Sack. Oh, ich hasse so etwas. Oh! So. Ihr habt hier die Bomben. I mean, Die müsst ihr verteidigen. Also ein bisschen andersrum als bei Counter-Strike. stay still. Stay still, I will shoot you. Nämlich, die Terroristen haben die Bomben quasi schon gelegt und die Breacher, das SWAT-Team muss sie deaktivieren. Nicht so wie bei Counter-Strike, dass man die Bombe legen muss. I'm holding this wall. I'm holding this wall. Okay, hold it, hold it, hold it. Okay, scheiße. Die haben mich erwischt. Just hold. Mit einer Pistole schwierig, aber guck mal, ihr seht schon, die breachen da mit den Seilen hoch. Das kann ich euch gleich zeigen. Das macht auf jeden Fall richtig Laune. Hier an Seilen hochzugehen, hat man als Terrorist jetzt nicht. Killed some. Killed Und one. ich habe auch Killed für one, mich killed gemerkt... one, killed one. Okay, ich muss den schon wieder muten. I'm so sorry, but es geht einfach nicht. So, Stille. Genau, ich habe für mich gemerkt, dass die Breacher mir am meisten Spaß machen, als die Terroristen halt echt so mit Tarnanzug rein und irgendwo hochklettern und dann durchs Fenster stürmen und so, das macht schon Bock. Der Gunstock hier von V-Rifle ist hier auf jeden Fall eine coole Ergänzung. Ein richtiger Gunstock ist ein bisschen overpowered, ihr müsst hier nicht wirklich nachladen. Es reicht einfach, wenn man hier reingeht, ein bisschen zielt. Richtig viel Zeit zum in Ruhe snipen gibt es hier auch nicht. Von daher ist hier eher schnelleres Gameplay gefragt. So. Ich kann jetzt hier schon andere Sachen auswählen, aber ich bleibe erstmal bei meiner Pistole. Nehme meine Frag Grenade mit. Genau, hier gibt es die Granate, Smoke-Granate. Dann gibt es noch irgendwelchen Flächendamage Trip Mine. Dann explodieren die Static Field Emitter. Das ist so eine Art Schockfeld, da werden die Gegner langsamer. Kann ich immer mitnehmen. Ein Bewegungsmelder, der macht einfach Alarm, wenn man in die Nähe kommt. Und ein Doorblocker, damit kann man Türen zumachen. Also auf jeden Fall eine breite Auswahl an Zubehörsachen, aber auch nicht so, dass man überladen wird von Waffen und Gadgets. Schon überschaubar. So, wir nehmen hier nochmal Laservisier und den Schalldämpfer und können dann eigentlich schon direkt rein. Total nutzlos. Okay. Ist gut, wenn man die Map noch nicht kennt. Da habe ich das Ding. Nutzlos verwendet. Ihr müsst verstehen, ich versuche das Spiel zu erklären und bin nicht ganz so konzentriert. Aber sobald ich das Gröbste erklärt habe, konzentriere ich mich und dann gibt es auch ein paar Kills. Versprochen. So, ihr könnt hier, wenn ihr tot seid, natürlich euch umschauen, auch frei. Ihr seht aber nicht, wo die Gegner sind. Außer einer eurer Leute sieht die Gegner auch. Da habt ihr auf jeden Fall keinen Vorteil. Könnt euch nicht irgendwie was erschleichen, aber natürlich eine Selbstverständlichkeit für so ein Spiel. Hier sieht man an der Hand, dass euer Mic gemutet ist, wie viel Zeit noch bleibt und wie viele Gegner da sind. Also 4 von uns sind da und 3 von den Breachern sind da. Das ist eine Rauchwolke. Also klar, in solchen Sachen sieht man, dass das Spiel grafisch reduziert ist. Ne? Es ist halt ein Standalone-Titel.
Ja, aber funktioniert soweit ganz gut. Soll es ja auf PSVR 2 auch geben. Ich glaube nicht, dass es so viel besser aussehen wird auf PS2, einfach damit es fair bleibt. Allein die Rauchwolke, ne? Das war jetzt einfach so ein Ding, dass da jetzt realistischer Rauch ist, wo man so halb durchlugen kann. Bezweifle ich tatsächlich einfach der Fairness wegen. Aber vielleicht hoffentlich ein bisschen hochauflösender. Ich muss sagen, mir gefällt das richtig, richtig gut auf der Pico 4. Cool, mein Team hat gewonnen. Und ja, Auflösung ist super, also wirklich hoch genug für so einen Standalone-Titel. Und ich habe einige gespielt. So, jetzt kann ich meine Lieblingswaffe mal nehmen. Die Versint Standard, kriegt man auch im Tutorial. Holographisches Visier, erweitertes Magazin, Frag Grenade und so Basic. Jetzt kann ich nämlich auch den Gunstock mal nutzen. Und zieltechnisch sieht das nochmal ganz anders aus. So, jetzt konzentriere ich mich auch mal. Da hat jemand geleckt. Ist natürlich scheiße, aber... Oder war es von mir? Guck mal, die laggen ein bisschen. Das ist natürlich nicht so gut. So, ich mache jetzt auf jeden Fall keinen Alleingang mehr. Okay, EOL 01 backt ziemlich rum. Hier ist so, hier seht ihr den Doorblocker einmal. Ja, solche Sachen sind ganz cool. Also hier fließt Wasser runter. Okay. Oh, EMP aktiviert schon. Na, wo ist die EMP? Ah, hier. Die müssen wir deaktivieren. So. Shit. Sterben ist nicht so gut, auch wenn man gewonnen hat, weil ich glaube, genau, ich verliere mein Zeug. Deswegen muss man auch aufpassen. Selbst wenn man gewonnen hat, lasst euch nicht töten. Genau, ihr habt es jetzt gesehen. Die Gegner, die Breacher in dem Fall, die Counter-Terrorists, wie sie früher hießen bei Steam, die müssen eine EMP starten, um die Bombe zu entschärfen. Also keine Bombe wird gelegt, ne? Ihr versteht schon, was ich meine. So, Frag Grenade nochmal. Gut, ich nehme mal was anderes. Ihr wollt ja sehen, was hier abgeht. Hier Tripmine, wie die funktioniert. So. Also eine Tripmine wird hier, ihr habt die Sachen immer an eurem Gürtel. Zum Beispiel könnte ich hier die ausrüsten und wer jetzt da durchgeht, ist natürlich Quatsch, ne? So muss das aussehen, damit man sie nicht sofort sieht. Ja, normalerweise hört ihr eure Teammitglieder, die sagen, was sie machen und so. Ich habe die jetzt alle ausgestellt, weil das nervige Kinder sind. Ja, sucht euch Freunde, um zu spielen. Das macht auf jeden Fall mehr Laune. Ihr löst sie natürlich nicht aus, ne, eure eigenen Sachen. Ich weiß nicht, ob das ein Gegner gemacht hat. Ich glaube nicht, einer von uns wahrscheinlich. So, ich nehme die jetzt mal wieder. Hier ist nämlich nichts los, also mache ich sie hier hin. Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Shit, shit, shit. Shit.
Ah, ich mach nur Blödsinn. Ich mach nur Blödsinn. In der Runde eben war ich viel besser. Aber das kann ich natürlich jetzt nicht beweisen. Aber es geht ja nicht darum, mich zu beweihräuchern, sondern um euch das Spiel vernünftig vorzustellen. Ich freue mich auf den Teil, wo ich die Breacher spielen kann. Die machen mir, wie gesagt, am meisten Spaß. Da seht ihr, was Kernelemente des Spiels sind. Aber ey, wir haben gewonnen. Läuft. Kein Geld. So, direkt rein. Ne, die können hier auch durchkommen. Da muss man echt aufpassen. So, wenn man sich gut positioniert, kann man sich natürlich verschanzen. Gerade als Terrorist macht man das normalerweise auch so. Und lässt eher die Leute kommen und verrät nicht, wo man ist. Man sollte natürlich auch wissen, wie das Spiel funktioniert. So. Der ist da. Ich gucke hier. Und dann wartet man einfach. So kann man natürlich auch. Da unten hat schon jemand live verloren. Einer ist tot. Shit. Okay, ich habe 2. So, jetzt habt ihr einmal das Nachladen gesehen. Passiert vollautomatisch. Wie gesagt, bin ich kein Fan von, aber gehört ein bisschen dazu. Gehört nicht dazu, aber ich meine, so ist das Spiel gedacht. Ein bisschen casual. Aber macht trotzdem Laune. Ganz ehrlich. So, wir haben gewonnen. Aber hey, 2 Kills gemacht. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Kohle. Dann nehme ich das erweiterte Magazin. Da muss ich nämlich nicht so viel nachladen. Wo wir haben es gesehen, nachladen geht relativ schnell. Ihr müsst es nur machen, manuell. Also mit dem Knopf per X-Taste. Dann wird das Magazin ausgeworfen und ihr müsst es nur holen und reinschieben. Im Grunde, klar, ein bisschen manuelles Nachladen ist es schon. Aber jetzt nicht mit, ja, mit, wie nennt man das, den Slide hier aktivieren, wie auch immer. Okay, jetzt habe ich ein Laservisier. Nicht Laservisier, sondern Laserpointer dazu gemacht. Und wir nehmen mal eine Granate. Ich bin Fan von Granaten. Zumindest in dieser Klasse hier. Aber das Laservisier wird natürlich von den Gegnern gesehen. Das muss man auch beachten. Da wird geballert. Da ist einer gestorben von uns.
Visier natürlich mein Visier. Was macht er eigentlich? Da sind sie. Ich hab einen. Shit. Jetzt kam der von der anderen Seite. Ah, Mann. Gut gemacht. Ups. So, Teamwechsel. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir die Breacher blau. Und genau das gleiche. Die Waffen sind die gleichen. Aber ihr habt hier ganz andere Sachen. Zum Beispiel Locking Device. Wir machen jetzt hier mal einen auf Sneaky, weil ich habe noch nicht so viele Waffen. Also kein Laservisier, aber Schalldämpfer und holographisches Visier. Eure Waffe könnt ihr übrigens wegwerfen. Also nicht aus Versehen. Nicht davon ausgehen, dass es irgendwie wiederkommt. So, und hier zeige ich euch, wie das Spiel funktioniert. Ihr könnt hier irgendwie über Hindernisse rüber und dann seilt ihr euch automatisch ab und könntet dann zum Beispiel von hier oben, ihr seht, das Seil geht hier auch mit. Das ist sau cool. Und dann könnte ich hier mich einfach in die Ecke verschanzen, hier oben. Und dann einfach hier Ausschau halten. So, runter. Ich habe jetzt mein Cloaking-Device, das heißt, ich bin unsichtbar, auch für Bewegungsmelder, sofern ich nicht zu schnell losgehe. So, ich folge mal meinem Teammitglied hier. Hier diese Xe könnt ihr nur mit Breaking Foam, das ist so ein Sprengstoff. Shit. Shit. Ah. Da bin ich gestorben. Also man sieht mich natürlich schon, vor allem wenn ich schieße. Je ruhiger ich mich bewege, desto unsichtbarer bin ich für die Gegner. Ja, in der Aufnahme, die ich vorher gemacht habe, habe ich alles schön im Tutorial erklärt. Und hier versuche ich natürlich, euch die Spielprinzipien des Spiels währenddessen zu erklären. Und das lenkt tatsächlich ein bisschen ab, aber ich hoffe, ihr versteht, wie das Spiel funktioniert. Und darum geht es ja letzten Endes bei meinen Videos. So. So, wir nehmen mal Breaching Foam. Ich möchte euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Es gibt hier nur eine begrenzte Anzahl Breaching Foam. Und das muss man auf jeden Fall beachten. Wir folgen mal. Was macht er denn da? Okay. Alles okay, Bruder? Hier geht's nicht mehr hoch. So, er hat es aufgemacht. Ich habe Breaching Foam, wie gesagt. Also hier solche Holzwände könnt ihr mit euren bloßen Händen aufmachen. Hier, wo ein R drauf steht. Zum Beispiel, genau. Genau, so geht das. Der Typ ist komplett down. Aber Breaching Foam, ich hoffe, ich kann das benutzen. Ich habe einen Kumpel hier am Start. Jetzt habe ich natürlich mein Cloaking-Kram nicht dabei. Da. Hier kann ich dann zum Beispiel rein. Probieren wir es doch einfach mal. Damit ihr es einmal seht.
So, und dann gehe ich zurück. Und dann könnte ich hier rein einbrechen. Und zum Beispiel auch hier. Oder hier unten auch. Ne? Dreimal könnt ihr das Ganze benutzen. Macht aber auch nur Sinn, wenn die Gegner alles andere zum Beispiel ausschalten. Wo sind die denn? Hier, ich kann zum Beispiel auch hier rein, was ganz cool ist. Da ist einer von uns. So. Shit. Aber ihr versteht's, ne? Abseilen, hochseilen, runterseilen, durchs Fenster rein. Also das macht auf jeden Fall ganz viel Laune. So. Gut. Ich weiß gar nicht, zu wie viel es steht. 3 gegen 5. Ja, ich habe auf jeden Fall nicht viel gerissen, aber ich zeige euch auf jeden Fall nochmal die Drohne. So. Tja, wo breach ich denn jetzt rein? Hallo. Oh, what the fuck? I was muted. Hello. Yeah, Meine Drohne. Ich muss sie erst aktivieren. got another. Oh, nope. Alright. Okay, habt ihr gesehen? Ich glaube, ich kann die auch There's one on the right. irgendwie blenden. Zumindest hat es einer bei mir gemacht, aber ich kann zumindest gucken, wo die sind. He's peeking the corner. Scheiße. Oh my god. There we go. Also ich muss auf jeden Fall mehr Kim und Korn zielen. Gerade wenn die so stehen bleiben. Aber wir haben gewonnen. Seems. Hey. So. Ja, ich glaube, ich habe euch alles Wichtige gezeigt tatsächlich. Der Rest, ja, Frag Grenade und so, ihr kennt's, ne? Ach ja, hier, es gibt Heilung. Das habe ich jetzt... Haben schon alle genommen. 4 von 2. Okay. Kann nicht jeder haben. Das ist so eine Spritze, die könnt ihr euch reinschieben und dann seid ihr geheilt. Ja, gibt es anscheinend schon mehr als genug im Team. Es gibt, wie gesagt, immer nur 2 Leute können Sachen haben oder Flashbang kann 4 Leute haben. Aber, genau. Nehmen wir nochmal eine andere Waffe. Zum Beispiel, komm, nehmen wir mal eine Shotgun. Holographischen Visier. So. Wo sind denn meine Jungs?
alle unterwegs? Alright, I'm on my way. Got a static field mine. Oh. Ich höre ja was. Fuck. Oh. He was a little bit past the crates. No, he was on the left. Scheiße. Ich habe die Waffe nicht Yeah, right verstanden. around there. Musste ich jetzt What nachladen? do you mean? Ach, Kacke, ey. Ups. Oh. Yeah, it's a learning curve. Genau. Learning Curve. So, wir machen wieder Sneaky. Ich habe nämlich nur die Pistole. Ah ja, hier seht ihr die MP. Ich habe einmal gezeigt, wie ich sie entschärft habe. Als Terrorist. Aber vielleicht schaffe ich es ja auch mal, sie zum Einsatz zu bringen. So, ich bin Sneaky unterwegs. Do you want me to... Don't want to do that. Yeah, that doesn't want to... You can't punch through these? Is it the windows you can punch through? Ich habe meine Waffe verloren. Oh, so it's still the biphase. All I've got's a pistol, so we'll see how this goes. Da müsst ihr drauf achten, ne? Also, ihr könnt eure Waffe auch fallen lassen, ne? Ist aber vorbei. So. So, ich gehe hier. Na, lass mich rein. Oh Gott. Shit. What? Oh, Drohne. How'd I die? I killed myself, but the grenade was down there. Oh. Am I not mistaken for believing that I shouldn't die? Oh, you Scheiße. can't hear me, can you? Oh, you can? Also ich bin nicht mit meiner Performance zufrieden. Aber so ist das. Also hier ist definitiv ruhigeres Gameplay gefragt. Taktisch, am besten mit dem Team gemeinsam vorgehen, keine Alleingänge. Shut the fuck up. Oh, I just like allowed to ghost through. No, not allowed to ghost through any wall. Ja, der Typ nervt auch schon wieder, ne? Also. Mann, Mann, Mann. So, wer lebt noch? 10K The Best hat verloren. Okay, so, jetzt gebe ich mir aber richtig Mühe. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, wir haben Breaching Foam und wir werden sie auch nutzen. Ich gehe jetzt mal mit dem Team mit. Keine Alleingänge. So. Him ist irgendwie broke, also der Typ hier. Also wenn das mal nicht cool aussieht hier.
Okay, Sarah ist tot. Ich habe keine Granate leider. Ich kann hier bestimmt runter. Ich habe Breaching Form, also vielleicht komme ich hier irgendwo rein. Scheiße, gerade beim Reinklettern. Mist! Aber ey, wirklich, das Spiel sieht richtig gut aus. Also, natürlich ist das hier alles nicht hochauflösend, aber die haben sich richtig viel Mühe gegeben, dass man ja einfach eine gute Immersion verspürt hier mit dem großen Sign. Man kann hier reinbrechen, sich hier runterseilen, sieht die Tiefe. Also wirklich cool gemacht. Man braucht auf jeden Fall Übung, aber definitiv nicht so viel wie in einem Pavlov oder so. Hier kannst du auf jeden Fall deutlich schneller verstehen, worum es geht, dich an deine Leute halten. Unentschieden. Insgesamt unentschieden, oder was? Okay, so. Das war eine Runde mit Breachers für die Pico 4. Ich gehe jetzt mal wieder raus, um ein kleines Fazit einzuholen. Also ich hoffe, ihr konntet gut mitbekommen, wie das Spiel hier funktioniert. Vielleicht lade ich das Tutorial gesondert hoch ohne Commentary, weil das Gameplay habe ich. Ich habe nur mein Commentary nicht mehr, was ein bisschen schade ist. Aber abgesehen davon kann ich ein Fazit ziehen, wie ich das Spiel persönlich empfinde. Und ich muss sagen, krass gut für einen Standalone-Titel. Also wer nach so einem Taktik-Shooter gesucht hat, wird hier auf jeden Fall fündig. Macht richtig viel Spaß, ist aber ein bisschen casual. Das müsst ihr verstehen. Ich kann ja mal ein bisschen in die Gun-Range rein. Hier kann man so ein bisschen im Hauptmenü rumlaufen. So, hier kann ich Waffen auswählen. Zum Beispiel die Vesin. Halo nehmen wir mit und dann Start. So ein bisschen üben, ne? Na komm. Okay, nachladen. Muss man üben. Gut. Machen wir direkt die nächste, ne? Einfach mal zum Spaß. Okay. Nachladen macht man übrigens mit Trigger. Dann holt man das Magazin, wirft es raus hiermit. Also mit A und dann... Okay, nicht mal die 700. Okay, nochmal von vorn. Komm, das machen wir noch. Also ihr seht, ihr habt auf jeden Fall Übungsmöglichkeiten. Aber es ist ein ganz okay, definitiv. Wie immer. Shit. Okay, ein Versuch noch und dann... Ah, es macht Spaß.
10 von 700. Immerhin. Also, ihr habt ein Gefühl für das Spiel. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, trotz meiner schlechten Performance, muss ich zugeben. Aber, wie gesagt, es soll ja darum gehen, das Spiel vorzustellen. Und ich denke, ihr habt einen guten Einblick zu dem Spiel bekommen. Gibt es im Pico Store. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie teuer das Ganze ist. Schreibe ich unten in die Kommentare, beziehungsweise in die Beschreibung. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr euch das holen werdet oder ob ihr andere Shooter bevorzugt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal für mehr Videos rund um VR, Pico 4, PlayStation VR wird es auch auf jeden Fall noch was kommen. Ich wurschtel mich da immer noch rein, das dauert noch ein bisschen, bis ich da ein richtiges Review raushaue. Kann aber auf jeden Fall sagen, dass ich tatsächlich mehr Spaß daran habe, mit meiner Pico zu spielen, rein komforttechnisch, linsentechnisch, weniger Mura, also das ist schon irgendwie, das bevorzuge ich stark, um so ein kleines, ja, wie sagt man, einen kleinen Spoiler rauszuhauen zu meinem Eindruck von der PlayStation VR 2. Aber grafisch habt ihr natürlich einfach mehr Spiele, aber hey, wenn ich Spiele sehe wie dieses hier, dann ist mir die Grafik dann auf einmal auch nicht mehr so wichtig. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, ciao.